Hallo und moin moin, ich bin Hermann und beschäftige mich unter anderem mit Wildkameras. Und heute möchte ich euch wieder eine Kamera vorstellen, die eSeeker IG600. Sie hat eine Besonderheit, sie verlängert automatisch die Videos, bis keine Bewegung mehr vor der Kamera stattfindet. Wenn dies euch interessiert, bleibt doch gerne dran. So, kommen wir kurz zur eSeeker IG600, die mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde, um sie zu testen und euch vorzustellen. Die eSeeker, kurz zu technischen Daten, sie kann 4K mit 30 FPS am Tag und 180p bei Nacht. Fotos soll sie können bis zu 48 Megapixel. Das wird wahrscheinlich aber wieder interpoliert sein. Und in Serie kann sie Fotos machen von 1 bis 10. Verbaut sind hier oben zwei starke LEDs, die im 850 Nanometer Bereich arbeiten. Es ist wieder eine Duallinsenkamera mit einer Nacht- und einer Taglinse. Die Nachtlinse hat eine Blende von f 1,4. Wenn das stimmt, dann ist es auch richtig, dass sie eine Lowlight-Kamera ist. Also sie verstärkt nochmal das Licht, auch wenn nur der Sternenhimmel gerade Licht schmeißt. Die Trigger-Time soll bei 0,1 Sekunden liegen. Sie kann wieder per App gesteuert werden, also man kann Einstellungen vornehmen, die Videos und Bilder runterladen per App auf sein Handy und man kann bis zu 256 GB SD nutzen. Verbaut sind natürlich wieder 3 Bewegungsmelder, wo auch eine seitliche Abdeckung mit gewährleistet wird. Das soll es grob sein zu den technischen Daten. Ich werde die Kamera jetzt mal wieder auf meinen Schreibtisch legen und euch noch etwas kurz zu dem Menü sagen. So, und da haben wir die Kamera auf den Tisch. Hier nochmal kurz zur Erklärung. Hier oben sind die beiden LEDs verbaut, die in einem 850 Nanometer Bereich arbeiten. Hier haben wir die Nachtlinse und hier die Taglinse. Die Nachtlinse hat eine Blende von 1,4 und die Taglinse eine Blende von 2,0. Am Tage soll sie bis zu 4K können und in der Nacht 1080p. Die 4K-Aufnahmen sind diesmal auch mit wirklichen 30 Frames pro Second. Und das macht das Ansehen der 4K-Aufnahmen sehr angenehm. Ich habe euch ja eine Testaufnahme in 4K schon mal gezeigt. Das entsprechende Video, wo ich auch den Sound getestet habe, werde ich euch oben verlinken. Hier unten haben wir dann die 3 Bewegungsmelder, die einmal in 60 Grad und die anderen beiden seitlichen jeweils 30 Grad abdecken, was einer Insgesamtabdeckung von 120 Grad entspricht. Unten haben wir natürlich wieder das Viertelzoll Gewinde für das Anbringen an der Wandhalterung oder an einem Stativ. Hier ist der Ausgang für das Mikrofon und hier haben wir den Anschluss für ein externes Netzteil. An der Seite natürlich die beiden Verschlüsse wieder und ein schönes großes Loch zur Befestigung eines Schlosses. Auf der Rückseite natürlich wieder 2 Ösen zur Befestigung des Baumgurtes und nochmal oberhalb jeweils 2 Löcher, wo man ein Kabelschloss durchführen kann. Das war der grobe Aufbau der Kamera. Schauen wir mal ins Innere. Im Inneren natürlich wieder der typische Aufbau.
mit dem Monitor, die Bedienteile, dem Lautsprecher. Und auf dieser Seite ist das Batteriefach. Hier sieht man auch gleich die QR-Codes für die angesprochene App. In dem Batteriefach passen bis zu 8 AA-Batterien oder Akkus. Unterhalb haben wir dann wieder ein Mini-USB zum Anschluss an den PC und hier der SD-Karten-Slot, wo man diesmal eine große SD wieder einbauen kann. Und hier, wie schon angesprochen, die Öffnung für das Mikro. Hier habe ich mal die Kamera eingeschaltet und da sieht man auch wieder die üblichen Anzeigen. Also hier auch, dass auf Foto eingestellt ist, eine SD-Karte eingebaut ist und der Nachtmodus aktiv ist. Das sieht man hier an dem Symbol. Die Fotos auf 4 Megapixel eingestellt ist, die Anzahl der Fotos, die ich machen kann, der Akkuzustand und natürlich die Datumsanzeige mit der Uhrzeit. Das sind ja die üblichen Anzeigen, die man auf einem Display findet. Also hier bei dem Menüaufbau sieht man wieder, dass auch wieder so das Menü, wie das bei den Zeomor-Kameras verwendet wird. Dazu brauche ich, glaube ich, nichts weiter sagen. Hier haben wir einen Punkt, den sogenannten Nachtaufnahmenmodus. Dort kann man einstellen, automatisch oder mehr Farben. Dort stellt sie die Kamera so ein, wie entsprechend das Licht ist, ob sie denn immer noch Farbe haben möchte, mehr oder eher schon auf Schwarz-Weiß umschaltet. Wenn ich auf den Mehrfarbenmodus gehe, wird eine höhere Lichtempfindlichkeit der Kamera eingestellt und man kann länger Farbaufnahmen machen, was aber allerdings zu Lasten der Qualität der Videoaufnahmen und Fotoaufnahmen geht. Bei der Fotoeinstellung kann man nochmal bei der Fotogröße etwas unterscheiden zwischen Daytime und Nighttime. In der Daytime kann man die Bilder einstellen bis zu 48 Megapixel und bei der Nighttime bis zu 10 Megapixel. Bei der Videoauflösung ist es entsprechend das gleiche, wieder Daytime und Nighttime. In der Daytime kann man bis zu 4K mit 30 Frames pro Second einstellen und in der Nighttime nur 1080p mit 30 FPS. Man kann das Video automatisch verlängern lassen, das hatte ich ja schon zum Anfang angesprochen. Bei der Videolänge kann man natürlich angeben, wie lang die Videos sein sollen und darunter nochmal die Autoverlängerung. Also die Autoverlängerung zeichnet denn so lange auf, bis keine Bewegung mehr vor der Linse stattfindet. Es hat schon geklappt bei mir, bei den ersten Tests. Und da kann ich sagen, man merkt kaum ein Wechsel zwischen der neuen Videosequenz, weil das Video komplett durchläuft. Also wenn man 15 Sekunden standardmäßig eingestellt hat, läuft das Video einfach weiter, bis keine Bewegung mehr da ist. Also wenn zum Beispiel nach 38 Sekunden keine Bewegung mehr stattfindet, wird das Video hier beendet. Bei den Standardeinstellungen kann man natürlich einstellen wieder wie Sprache und Datum, die Karte formatieren oder man kann die Einstellung vornehmen, dass man halt einen Kameraname vergibt oder auch ein Passwort für das Wi-Fi. Das Wi-Fi hat natürlich ein standardmäßig eingestelltes Passwort, das ihr natürlich ändern könnt. Das war nochmal grob die Vorstellung des Menüs der iZeeker IG600. Sie ist gerade in einem Preissegment von 99,99 €.
Mal schauen, ob sich da noch was tut während den Black Friday Deals. Ich habe bis jetzt noch keine wirklich aussagekräftigen Aufnahmen hinbekommen, weil ich hatte mal wieder einen Anfängerfehler gemacht, habe nicht drauf geachtet, was vor der Linse passiert. Darum ist es zu ein paar Überblendungen gekommen und man konnte das Bild nicht wirklich erkennen. Aber bei den Tagaufnahmen kann ich euch zumindest schon mal zeigen, wie dort die Qualität ist. Ich werde euch natürlich aussagekräftige Aufnahmen noch zeigen, weil jetzt am Wochenende wird sie wieder rausgebracht. Nicht in den Wald, wo ich sonst meine Kameras aufstelle, sondern bei einem sehr guten Freund, der mir gestattet hat, dort diese Kamera einmal zu testen. Aber um schon mal vernünftige Aufnahmen oder aussagekräftige Aufnahmen zu sehen, empfehle ich euch auf den Kanälen von Vari und von Wildkamera D mal zu schauen. Die haben diese Kamera auch schon vorgestellt und da kamen auch sehr aussagekräftige Videos bei raus. Das soll es denn auch schon von der Vorstellung gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr gebt mir einen Daumen hoch dafür. Und wie immer, wer neu ist hier, lasst auch gerne ein Abo da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, wenn ich ein Video hochgeladen habe, dann drückt auch das kleine Glöckchen daneben. Wie immer wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bis bald.